Wir spielen gegen tolle Gegner, die nächsten Wochen gegen schwierige Gegner. Da können wir uns, glaube ich, auf dem höchsten Niveau messen. Und das ist, wovon jeder hier im Verein, glaube ich, immer träumt. Ich begrüße ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo liebe Borussen, die Länderspielpause ist vorbei und endlich gibt es wieder Bundesliga-Fußball. Da freuen wir uns drüber. Unsere Jungs, die müssen nach Köln zum 1. FC. Und einer der Jungs ist heute bei mir, über den ich mich sehr freue. Emre Can ist hier. Emre, schön, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Ja, es ist schon 2 Wochen her, Emre. Derby-Sieg hier im Stadion. Ausverkauftes Haus. Grandiose Stimmung. 1:0 gewonnen. Wie hast du das Spiel in Erinnerung? Ja, ein hart umkämpftes Spiel, würde ich sagen. Ich glaube, es war nicht das beste Fußballspiel von beiden Mannschaften, muss man ehrlich sagen. Aber am Ende, glaube ich, zählt beim Derby immer der Sieg. Und den haben wir eingefahren an dem Tag. Und ich habe eins gelernt, bevor ich zum BVB kam oder als ich zum BVB kam. Du kannst jedes Spiel in der Saison verlieren, aber dieses Spiel, das darfst du auf keinen Fall verlieren. Und das haben wir jetzt gemeistert hier im Stadion. Klar, wir haben noch ein Spiel und für mich persönlich war es auch eine Premiere. Ich habe erst mal mit Zuschauer gegen Schalke gespielt und Ja, stimmt. ja, und da merkst du schon, dass es was Besonderes ist auf jeden Fall. Hast du den jungen Spielern, die neu zu uns gekommen sind, auch gesagt, pass auf heute? Ja, wir hatten Butter bei der Fische. ja, wir hatten schon einige Gespräche vor dem Spiel, klar beim Essen oder so am Tisch. Da haben einige Jungs schon gesagt, ey, heute zählt nur der Sieg. Heute gibt es kein Verlieren. Dann kam allerdings die Länderspielpause. Vielleicht nicht ganz so glücklich für uns, aber ich denke, ihr könnt die Euphorie natürlich noch mit in das Spiel nehmen. Klar, ich glaube, eine Länderspielpause ist immer anders als hier im Verein. Und ich glaube einfach, dass die Jungs trotzdem gut bei Laune sind und die bei Länderspielen waren. Und dass wir jetzt am Samstag hoffentlich ein gutes Spiel bestreiten können. Wenn man über dich spricht, Emre, dann kommt man zwangsläufig immer ganz kurz auf deine Vielseitigkeit. Du spielst mal Außenverteidiger, mal Innenverteidiger, mal defensives Mittelfeld. Wie schwierig ist es für dich, sich immer auf die Position perfekt einzustellen? Und die nächste Frage, macht das Spaß? Und die dritte Frage, was macht dir am meisten Spaß? Es ist nicht einfach, glaube ich. Es ist schwierig, weil in jeder Position musst du andere Aufgaben mitbringen. Und sei es in der Innenverteidigung, sei es Außenverteidiger, sei es im Mittelfeld. Und klar, manchmal tut man sich da nicht einfach. Es war in den letzten Jahren hier so, dass ich nie eigentlich eine feste Position hatte. Ich habe überall gespielt. Und klar wünscht mir manchmal, dass es vielleicht manchmal besser ist für mich selber, eine Position zu haben, eine feste Position zu haben. Und aber ich habe es auch schon, glaube ich, 1000-mal gesagt, ich werde nie Nein dazu sagen, wenn ich irgendwie der Mannschaft helfen kann. Ich weiß, manchmal bringt es mir auch persönliche Probleme und es wird auch auf einen dann draufgeschossen, würde ich sagen. Und Es hat sicherlich Vorteile und hat Nachteile. Ja, auf jeden ne? Fall, auf jeden Fall. Und es ist nicht immer einfach, wie ich gesagt habe, aber ich sage auch immer wieder, ich werde es immer wieder tun. Jetzt hast du in der Bundesliga-Saison nicht so viele Einsatzminuten, aber in der Champions League gegen Manchester, also ich finde, überragende Leistung gezeigt. Das hat richtig Spaß gemacht. Wie schwierig ist es, vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht ganz so viel Spielpraxis hat, sich dann gerade gegen solche bärenstarken Mannschaften richtig ins Spiel zu bringen? Ja, nicht einfach. Ich glaube, du weißt selber nicht genau, wo du stehst, wo du auf dem Fitnesslevel bist, weil du weißt es selber, es ist nie das Gleiche, wenn du trainierst und beim Spiel. Das ist immer, egal wie hart du trainierst, egal wie gut du trainierst, das Spiel ist einfach anders. Und ich habe mich versucht, bei dem Spiel einfach zu spielen, so einfach wie möglich und mich reinzuwerfen, weil ich glaube, es war schon klar, dass City mehr Ballbesitz haben wird und wir mehr hinterher laufen müssen, dass wir mehr leiden müssen. Und so bin ich ins Spiel gegangen. Ich glaube, wir haben es gut gemeistert gehabt, aber ja, trotzdem haben wir da verloren. Das darf man nicht vergessen. Und das wollen wir dann im Rückspiel hier in unserem Stadion besser machen. Ja, manchmal möchte ich nicht Trainer von Borussia Dortmund sein. Gerade auf deiner Position gab es jetzt oder gibt es jetzt auch noch zusätzliche Konkurrenz. Ali Özcan ist zu uns gekommen. Der Konkurrenzdruck spornt er dich eher an?
Auf jeden Fall. Ich glaube, es macht uns alle als Mannschaft besser, jeden Spieler besser. Ich glaube, das braucht jede Mannschaft. Und ich glaube, Salih hat das bis jetzt hervorragend gemacht hier, seitdem der hier ist. Er hat, finde ich, er war sehr wichtig für die Mannschaft. Er hat das Nötige gemacht, was er zu machen hat. Und ich glaube, es war für ihn ein Top-Start hier. Jetzt kommen wir natürlich auch mal zu unserem nächsten Gegner, der erste FC Köln. Man muss sich vorstellen, die haben erst ein Spiel verloren, 2 gewonnen, 4 unentschieden. Das ist schon mal nicht so schlecht, obwohl sie mit Toni und Salih 2 Leute abgegeben haben. Was glaubst du, was kommt am Samstag auf uns zu? Es wird ein sehr intensives Spiel. Ich glaube, man kennt Köln aus den letzten Jahren, dass sie vorne sehr früh angreifen wollen, dass sie sehr aggressiv sind, dass sie mutig sind, dass sie Fußball spielen wollen mit dem Ball. Und wie ich mich an das letzte Spiel da erinnern kann, war es kein einfaches Spiel. Es ist eine super Stimmung da in Köln. Ja, und das Trommelchen wollen wir natürlich am Wochenende nicht hören. Auf dem Trainingsplatz vom 1. FC Köln ist ein alter Bekannter. Steffen Tickes spielte beim FC. Und wir wollen uns mal anhören, was er zu der Partie vom Wochenende gesagt hat. Ja, ich glaube, man hat schon gesehen, dass es immer wieder Phasen im Spiel gibt, wo sie dann auch Probleme bekommen, wo sie dann nicht so dominant sind, wie sie, glaube ich, gerne spielen wollen. Aber natürlich bekommen wir es mit einer Mannschaft zu tun, die viel Ballbesitz haben möchte, die eine hohe individuelle Qualität hat, die immer wieder Chancen kreieren kann. Aber ich glaube, die wir auch mit unserer Intensität, mit unserer Spielweise knacken können und dass wir ihnen da wehtun können. Und darauf arbeiten wir jetzt die Woche hin, dass wir mit voller Intensität ins Spiel gehen können. Ich glaube, da tun die ausgeruhten Beine gut und alles Weitere werden wir dann uns in der Laufe der Woche erarbeiten. Was sagst du zu Steffen? Ich glaube, er kennt uns gut, klar. Ja. Er hat mit vielen von uns noch zusammengespielt letzte Saison. Und er kann es gut einschätzen, aber ich glaube, das wird man einfach am Samstag auf dem Platz sehen. Ne? Ich glaube, wir können sagen, okay, es wird nicht so ein Spiel, es wird ein Spiel, wo wir zu 100% dominieren oder nicht. Aber am Ende wird man es auf dem Platz sehen Samstag und das ist alles, was zählt. Hat Adi Preisler schon gesagt, wichtig ist auf dem Platz. So sieht's aus. Jetzt gehen wir mal davon aus, oder wir stellen uns vor, wir haben das Wochenende gespielt, wir haben gewonnen. Emre, hast ein Tor geschossen, kommst nach Hause. Womit belohnst du dich? Mit einem schönen Essen, mit einem Glas Wein, einem Glas Bier? Ich glaube, ich bin da ganz einfach. Ich komme nach Hause, schönes Essen, vielleicht gönne ich mir mal dann was ich mir unter der Woche vielleicht nicht immer gönnen kann. Ja, das nach ist so einem was, Essen. ja. Und ein bisschen was Ungesundes und ja, dann gucke ich einfach Fernsehen. Das ist ganz einfach eigentlich bei mir. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ich glaube, das ist einfach, das ist auch gut bei der Intensität, die ihr die ganze Woche über habt. Ne? Auf jeden Fall. Jetzt, wenn man schaut, bis November haben wir nur englische Wochen. Nur noch Englisch, ja. Nur noch englische Wochen und schon. Und da kommen alle zum Spiel. Da bin ich von überzeugt. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, als Fußballer freut man sich immer, wenn man spielt. Und das ist was Schönes. Wir spielen gegen tolle Gegner, die nächsten Wochen gegen schwierige Gegner. Da können wir uns, glaube ich, auf dem höchsten Niveau messen. Und das ist, wovon jeder hier im Verein, glaube ich, immer träumt und sich messen möchte. Und wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringt. Wir alle irgendwie freuen uns auf die nächsten Wochen. Mittwoch, Samstag. Drücken natürlich die Daumen, dass du auch verletzungsfrei bleibst. Danke. Das war's schon vom Feiertagsmagazin zum Spiel gegen den 1. FC Köln. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Drückt unseren Jungs morgen die Daumen, egal wo ihr zuschaut. Kleiner Tipp noch, Netradio läuft auch. Also, das war's. Tschüss, macht's gut. Der Nobby und der Emre. Dankeschön.